Mount Panorama, Bathurst. Die 12 Stunden. Noch 2 Wochen und wir haben kein Auto. Und wenn wir das jetzt falsch angehen, ist das Event vorbei, bevor es richtig beginnt. 3 Fahrer zwischen 3 und 5K I-Rating. Eigentlich erfahren genug, aber diesmal komplett planlos. Und ich sag's ehrlich, in dem Moment fühlt sich das nicht nach Vorfreude an, sondern nach richtig Druck. Kennst du das? Das Event steht an und du weißt eigentlich gar nicht, ob du dich dafür richtig vorbereitest? Unser Problem ist nicht die Pace oder das fahrerische Können. Uns fehlt die Klarheit. Wir haben uns noch nicht für ein Auto entschieden. Und einfach viel fahren in so kurzer Zeit, das bringt nichts. Wie das ausgeht, haben wir schon in den letzten Videos gesehen, oder? Auf Watkins Glen. Viel schlimmer noch, es kann uns sogar schaden. Jedes Auto reagiert anders, auf der Bremse, am Gas und über die Curbs. Dein Körper lernt ein Muster und wenn das morgen nicht mehr passt, bist du in jedem kleinen Moment minimal zu spät. Beim Bremsen, am Gas oder bei kleinen Korrekturen und das summiert sich dann. Wenn du heute den Lambo fährst, morgen BMW und übermorgen den Porsche, dann weiß dein Kopf irgendwann selbst nicht mehr, welches Muster jetzt eigentlich gilt. Gut, du lernst die Strecke kennen und Anpassung zwischen verschiedenen Fahrzeugen ist auch nicht schlecht. Aber diesmal bereiten wir uns für ein Rennen vor, das wir mit einem Auto fahren. Und wenn dein Kopf nicht mehr weiß, welche Muster jetzt eigentlich gelten, entsteht genau dort der Schaden. Du hast keine Sicherheit und keine Automatisierung. Außerdem fehlt dir diese Ruhe, die du bei Entscheidungen brauchst. Du willst im Rennen nicht nachdenken, du willst einfach fahren. Was ist jetzt unser Ziel? Naja, was ist das Ziel in einem Rennen? Gewinnen, oder? Wir haben uns das Podium vorgenommen. Aber es ist ein 12-Stunden-Rennen. Das heißt nicht Vollgas von Anfang bis Ende. Das überlassen wir den absoluten Aliens. 100% Limit über 12 Stunden und das auf unserem Niveau? Das ist kein Mut, das ist Dummheit. Wir brauchen Kontrolle, konstante Pace, saubere Stints. Mit wenig Risiko. Keine Totalausfälle in Stunde 10. Wenn du nach 10 Stunden ausfällst, dann ist alles, was davor passiert ist, komplett egal und vernichtet. Und genau da wird es bei uns jetzt schwierig. Die Autos, die sich richtig gut anfühlen, die bestrafen uns nämlich am härtesten. Der Lambo fühlt sich brutal schnell an, aber ein kleiner Fehler und du zahlst so richtig. Der Audi ähnlich, nur will dich der zusätzlich am Berg oben in jeder Kurve umbringen. Der BMW, ja, seit dem Evo-Paket ist der irgendwie anders. Ich werde nicht so warm damit. Aber meinen Kollegen, da gefällt der richtig gut. Und der Porsche, ich fühle mich verdammt wohl damit, aber die anderen sind sich unsicher. Und plötzlich geht es nicht mal ums Setup, es geht ums Vertrauen. Ich habe im Training gemerkt, dass ich zwar Runden fahre, aber nichts wirklich vertiefe. Und irgendwann kommt mir dieser Gedanke. War das vielleicht eine dumme Idee, das Event überhaupt zu fahren? Ja, und dann haben wir einfach aufgehört, nach dem schnellsten Auto zu suchen. Wir haben uns die Frage gestellt, okay, mit welchem Auto können wir 3 über die ganzen 12 Stunden bei trockenen und nassen Bedingungen ruhig fahren? Unabhängig von einer Hotlap. Das Auto muss stabil sein und Fehler zulassen und das über einen Stint von 29 Runden. Hör auf mit der schnellsten 10-Runden-Session. Über 20 Runden oben am Berg, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und wir haben uns entschieden für den BMW M4 GT3 Evo. Nicht, weil er der schnellste ist, sondern weil er uns ruhig macht. Ich wäre vielleicht intuitiv anders gefahren, aber im Team zählt nicht mein Ego. Wir müssen uns alle wohlfühlen. Ja, mit dem Fokus auf einem Auto hat sich alles geändert. Ich hatte viel weniger Stress hinter dem Lenkrad, meine Pace wurde viel konstanter und meine Inputs wurden auch viel ruhiger. Also ich habe es dann sogar körperlich gemerkt, dass meine Schultern, die waren einfach viel entspannter. Ja, und dann kam noch eine Überraschung, nämlich das Setup. Das iRacing Standard Setup, also das Medium Downforce Endurance, war das schnellste für uns und wir haben uns dort einfach am wohlsten gefühlt. Das ist nämlich ein echt stabiles, berechenbares Setup, auch oben am Berg in Dirty Air. Ja, und natürlich macht man sich dann noch Gedanken, den Heckflügel einen Klick flacher, um vielleicht etwas mehr Topspeed zu haben. Aber genau da fängt das Ego wieder an. Und diesmal bleiben wir ruhig. Also, was haben wir gelernt? Der BMW ist unser bester Kompromiss. Alle 3 kommen damit klar, in wechselnden Bedingungen über einen ganzen Stint. Wir minimieren damit das Risiko und maximieren die Kontrolle. Ja, und das gibt uns was viel wichtiger als reine Pace ist, nämlich die Ruhe. Die Freiheit, uns jetzt im Training auf Details zu konzentrieren und auf individuelle Schwächen. Bremstechnik, Entscheidungen im Verkehr. Und selbst wenn die Motorsportgötter am Renntag nicht hinter uns stehen, weil ein bisschen Glück gehört ja immer dazu, der Prozess war richtig und der macht uns stärker. Und wie man so schön sagt, nur einen Brief gibt man auf. Also wenn bei dir mal wieder ein Event vor der Tür steht und die Zeit wird knapp,
Merk dir eins. Du brauchst kein perfektes Setup. Und du brauchst auch keinen Monat Vorbereitung. Du brauchst einen Prozess, der dich stabil macht. Wir gehen jetzt nämlich ruhig ins Rennen. Mount Panorama wartet. Ja, und wenn es passt, dann sehen wir uns ganz vorne auf der Strecke. Ja, und wenn du willst, dann mache ich ein Video zu meinem 14-Tages-Training. Schreib's einfach in die Kommentare. Wir sehen uns am Berg.